Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Popmusiker Deutschlands. Und das auch noch mit selbstgeschriebenen Liedern. Ganz egal, ob beim Eurovision Song Contest oder bei The Voice of Germany, wo seine Karriere begann. Michael Schulte überzeugt Fans und Jurys gleichermaßen. Tatsächlich begonnen hat aber alles in seinem Kinderzimmer. Herzlich willkommen, Michael Schulte. Schönen guten Tag, hallo. Stimmt gar nicht. Moin, Michael Schulte. Moin, ja. Denn wir sind beide aus dem Norden. Richtig. Und wir sagen Moin. Wo kommst du her? Aus Hamburg. Ja, ich komme noch nördlicher. Also eigentlich ist es bei uns der richtige Norden. Die Leute in Hamburg und auch so teilweise, wo ich wohne jetzt, bin ich ja in Buxtehude zu Hause in Niedersachsen. Da sagen sie auch Norden. Aber dann denke ich mir, also nördlicher als ich aufgewachsen bin, geht nicht, weil ich bin an der dänischen Grenze aufgewachsen. Das stimmt, aber da sagt man auch Moin. Da sagt man auch Moin, Also ja. wir können guten Gewissens Moin zueinander Das ist in sagen. Ordnung, ja. Moin, Michael. Du warst einer der ersten YouTube-Stars in Deutschland, bevor es überhaupt YouTube-Stars gab. Wie kam es dazu, dass du in deinem Kinderzimmer gesagt hast, ich mache das jetzt? Also es stimmt, 2005 ist, glaube ich, YouTube online gegangen. 2006 habe ich es für mich entdeckt als einer der ersten Deutschen tatsächlich. Ich durfte ins Internet. Das war ja damals noch nicht selbstverständlich. Ich war damals dementsprechend 16. Mittlerweile haben sie alle schon. Also deine Eltern haben dir das erlaubt und YouTube hat dir das erlaubt? Sozusagen, genau. Ja. Es ist ja wirklich, also damals, ich glaube, ich durfte dann eine Stunde ins Internet. Da war das alles ganz, ganz neu. Aber ich habe dann YouTube gefunden und habe da eine Künstlerin aus den Niederlanden entdeckt, die dieses Covern so ein bisschen, glaube ich, erfunden hat auf YouTube, hat da ihre Videos hochgeladen und ich dachte mir, ey, das ist eigentlich voll cool, weil ich bin mega schüchtern. Ich bin noch nicht so auf den Bühnen zu Hause, obwohl ich aber mega gern singe. Ist das voll die gute Möglichkeit, mal so ein bisschen was zu zeigen von mir. Also habe ich mir eine echt günstige Webcam gekauft, auch noch echt in einem 3x4 Format irgendwie und halt echt super schlechte Qualität. Und habe dann da mal Tears in Heaven damals als erstes Video hochgeladen. Das war dein erster Song, Tears in Heaven? Genau, das war das erste Video. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das wurde irgendwann gelöscht. Das war noch in der Zeit, wo es nicht so sicher war, ob man jetzt überhaupt Coversongs hochladen darf, was die Plattenlabels und so dazu sagen. Auf jeden Fall war das 2006 und das war halt für mich eine tolle Möglichkeit, eben mal zu gucken, ob es da draußen Leute gibt, die das gut finden. Und die gab es zum Glück. Aber was ist passiert? Du hast dich hingesetzt, hast Tears in Heaven gespielt. Mhm. Wie haben die Menschen das dann gesehen? Das hat sich dann erstaunlich schnell verbreitet, weil es eben noch nicht so viele Leute gab, die das gemacht haben. Also mittlerweile, jetzt 2019, veröffentlichen ja alle, also ob jetzt Amateure oder auch Profis, alle veröffentlichen Musik und gefühlt werden stündlich wahrscheinlich 10.000 Coversongs auf der ganzen Welt hochgeladen. Das heißt, die Leute blicken da gar nicht mehr durch. Es ist wahnsinnig schwierig, diese Videos überhaupt erfolgreich zu machen, weil es so eine große Auswahl gab. Damals aber 2006, da gab es vielleicht eine Handvoll an Cover-Songs. Genau, aber wie ging es dann ab? Denn auf einmal warst du total bekannt bei YouTube. Du warst wirklich der erste richtige YouTube-Star mit Ja, genau. Ich war echt, glaube ich, 1-2 Jahre der meist abonnierte deutsche YouTuber. Und die Zahlen waren natürlich noch nicht vergleichbar mit dem, wie es jetzt ist. Jetzt haben ja teilweise Leute Millionen Aufrufe. Aber ich habe dann schon relativ zügig so meine 10.000 bis 50.000 Aufrufe gehabt. Das war für mich natürlich echt groß. Habe dann viele Abonnenten auch gesammelt und habe das so weitergemacht. Bis dann irgendwann ganz viele Managements bei mir immer angerufen haben, ob wir nicht zusammenarbeiten möchten. Und eben auch diese Castingshows. Das ging dann los, dass DSDS angefragt hat, Supertalent, X-Factor. Und da war ich aber irgendwie noch nicht so bereit und fand jetzt auch DSDS an und für sich jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, da muss ich unbedingt mitmachen. Und dann hat ja irgendwann The Voice angefragt. Und habe ich gesagt, ja. Genau, aber als es, bevor The Voice angefragt hat, hat dich jemand anders angerufen, oder? Das stimmt, ja. 2011 hat Ray Garvey mich angerufen und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei der Kieler Woche ein bisschen mitzuspielen. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber du erzählst es so, als würde Ray Garvey jederzeit bei einem anrufen. So, wie ist das, wenn man als Michael Schulte in seinem Kinderzimmer sitzt, YouTube-Videos macht und dann klingelt das Telefon und jemand sagt, hey Michael, hier ist Ray. Was ist passiert? Also das Verrückte ist ja eigentlich, dass Ray auch schon davor bei mir wirklich eine ganz besondere Bedeutung auch hatte, weil wir kurz vor dem Tod meines Vaters das neue Album von Raymond hoch und runter gehört haben. Es gibt auch ein letztes Video, ich hatte mir gerade meine erste Digitalkamera gekauft. In diesem Video filme ich meinen Vater und im Hintergrund läuft Supergirl von Raymond. Und diese Musik hat uns dann auch nach dem Tod wirklich lange begleitet und war so unsere Musik, zu der wir auch natürlich ganz viel geweint haben. Und dementsprechend war Ray so echt für mich ein Mann, der mich da auch so ein bisschen begleitet hat. Und dass jetzt genau er dann anruft, das war natürlich schon so ein bisschen skurril und surreal, aber zeitgleich natürlich auch wunderschön. Und auch ein Grund, weshalb ich bin sowieso jemand, der total ans Schicksal glaubt, der eben auch gedacht hat, ey, das ist irgendwie echt Schicksal, das ist kein Zufall, dass genau er jetzt sich bei mir meldet. Trotzdem,
dein Telefon klingelt und jemand ist dran. Du kennst die Nummer nicht, jemand ist dran und sagt, hier ist Ray. Ja. Wie war deine Reaktion? Hast du gedacht, der verarscht dich? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich kenne ja seine Stimme, also ich habe es dann, glaube ich, schon auch relativ zügig auch geglaubt, aber ich habe es nicht ganz kapiert, warum jetzt er auf einmal bei mir anruft und woher überhaupt er meine Handynummer hatte. Also, hast du das jemals geklärt? Nee, habe ich auch nicht. Nee, wahrscheinlich über Umwege irgendwie sind die da rangekommen und ich habe natürlich direkt Ja gesagt, obwohl ich mir so ein bisschen gedacht habe, ist das jetzt hier irgendwie gerade eine Verarsche? Ist das irgendwie komisch? Ich habe es dann auch meiner Mutter erzählt und die hat es dann irgendwie auch nicht geglaubt. Aber tatsächlich stand ich dann kurze Zeit später mit ihm gemeinsam auf der Bühne. Also er hat dich gefragt, ob du bei einem Song mit ihm mitspielen willst? Genau, wir haben 3 Songs sogar, glaube ich, gemacht. Auf der Kieler Woche 2011 war das. Und haben uns ja dann 2012 tatsächlich auch direkt wieder gesehen. Genau, bevor wir darüber reden, noch einmal, weil du das eben meintest und weil du es auch immer wieder erzählst. Du warst eigentlich total schüchtern. So, und deswegen hast du YouTube als Format gewählt. Und dann standst du auf einmal mit Ray Garvey, mit wirklich einem der bekanntesten Musiker, die wir hier im Land haben, auf der Bühne. Wie fühlt sich das an, wenn man so schüchtern ist? Ich glaube, ich habe mich tatsächlich relativ wohl gefühlt auf der Bühne. Aber man hat schon gesehen, es gibt auch noch diese Videos auf YouTube, wie ich da mit ihm singe, dass ich auf jeden Fall aufgeregt war. Und ich sehe auch noch echt anders aus. Ich bin schon noch so ein kleiner Knabe. Und das war natürlich schon auch eine Überwindung, sich dann auf so eine Bühne zu stellen, wo auf einmal irgendwie 3.000, 4.000 Leute vor der Bühne stehen. Aber es hat irgendwie echt alles voll gut funktioniert und die Leute fanden es echt toll. Und Ray war auch echt begeistert und das gibt einem natürlich schon Selbstvertrauen. Hast du da Blut geleckt? Ich glaube so ein bisschen schon. Vielleicht war das auch ein Mitgrund dafür, dass ich mich letztlich dann auch durchgerungen habe, zu sagen, okay, ich probiere es mal mit The Voice. Vielleicht ist das genau das, was ich brauche, diese großen Schritte, um so ein bisschen wie so einen Sprung ins kalte Wasser halt loszulegen. Und genau so war es dann auch bei The Voice, dass das so viel und so doll auf einmal war, dass mir das so ein unheimliches Selbstvertrauen gegeben hat. Hat Ray dich denn dann letztendlich dazu gebracht, dich wirklich da zu bewerben? Nee. Also ich habe dann mir schon mal die Staffel aus Amerika und ich glaube die Niederlanden, da gab es das glaube ich auch schon, angeschaut und da habe ich gleich gesehen, ey, das ist echt eine Qualität so. Also da werden die Musiker echt nicht veräppelt und da geht es auch wirklich um die Musiker und das war halt auch echt mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich wusste auch, dass man in dieser ersten Audition ohne Kamera am Start ist. Das heißt, wenn da jetzt irgendwas schiefgelaufen wäre, dann hätte ich auch immer noch sagen können, okay, tschüss, ich habe es probiert, aber es hat jetzt auch keiner gesehen, ich habe mich nicht blamiert. Und von daher war das irgendwie relativ entspannt für mich. Wie war deine Zeit da? Es war wirklich eine tolle Zeit. Man muss aber auch wissen, dass man natürlich in so einer kurzen Zeit jetzt nicht wahnsinnig viel lernt, was jetzt eben das Singen angeht. Also du wirst da jetzt nicht auf einmal deutlich besser singen. Ich glaube auch sowieso viele Leute, die bei The Voice mitmachen, die singen auch schon so sehr, sehr gut. Aber was du auf jeden Fall echt mitnehmen kannst, ist Erfahrung. Und das ist auch etwas, was ich immer sage, wenn ich rückblickend gefragt werde, würdest du das nochmal machen, war das gut für dich? Habe ich immer gesagt, ey, das war echt für mich persönlich echt eine super Entscheidung, weil, wie gesagt, ich auf einmal voll aufgeblüht bin, gemerkt habe, das ist genau meins, diese Bühnen, ich liebe das, zu singen vor vielen Menschen und diese Erfahrung, die du in dieser kurzen Zeit innerhalb von ein paar Wochen bekommst, die kannst du eigentlich echt kaum irgendwo anders bekommen. Ich habe ja unzählige Interviews gegeben, habe live im Fernsehen gesungen, überall Kameras und das hat schon geschult. Würdest du sagen, dass du da viel gelernt hast über dich selbst? Auf jeden Fall. Also ich als Person habe mich enorm weiterentwickelt, habe Selbstvertrauen tanken können, habe mich besser kennengelernt auch, wie ich in welchen Situationen funktioniere, auch unter Drucksituationen, gerade was das Singen angeht. Und ich glaube tatsächlich auch ein wichtiger Punkt war, dass ich da meinen besten Kumpel Max Giesinger kennengelernt habe, der das Selbstvertrauen auf jeden Fall schon so krass in sich hatte und ein absoluter Entertainer auch war. Eher so der geborene Entertainer. Ich bin da erst hingekommen. Und dadurch, dass wir beide sehr, sehr viel gemacht haben, auch die ganzen Jahre, habe ich auch bei ihm so ein bisschen mir was abgucken können und gesehen, okay, also man darf ruhig auch als Musiker sagen, hey, hier bin ich und ich singe euch jetzt was und die Leute freuen sich dann. Im letzten Jahr hast du einem Teilnehmer gesagt, er soll bloß nur machen, worauf er Bock hat. Warum ist das so wichtig in deiner Wahrnehmung? Ich glaube, wenn man sich verbiegt oder irgendwas erzählt oder irgendwas macht, was man eigentlich gar nicht machen möchte, dann ist man danach nicht glücklich damit. Und das war bei uns damals in der Staffel bei The Voice of Germany auch schon so, dass sie das gar nicht wollten. Also die waren auch gar nicht daran interessiert, jetzt davon zu erzählen, was überhaupt in meinem persönlichen, privaten so passiert. Ich glaube auch nicht mal, dass
mein Vater Thema war, was sie auch hätten machen können. Also dass sie auch von dem Tod meines Vaters erzählen und so ein bisschen über diese Schiene dann kommen. Für alle, die es nicht wissen, dein Vater starb, als du 14 warst? Genau, richtig, ja. Genau. Und da gibt es ja auch Castingshows, wo das dann das Thema ist. So. Und das war für mich dann auch sehr schön, weil ich das nicht behandeln musste und dann auch für mich sozusagen meinen eigenen Zeitpunkt wählen konnte, wann ich damit wirklich auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen möchte. Das hat ja dann wirklich nochmal 2012 war das. Und 2018 habe ich mich dann dazu entschieden, das auch wirklich mal zu thematisieren, dieses Thema, nämlich im Zeitraum ESC dann. Glaubst du, dass wenn du auch Max und dich nochmal anguckst, dass das einer der Gründe für euren Erfolg ist, dass ihr von Anfang an gesagt habt, wir verbiegen uns nicht, sondern wir versuchen bei uns selbst zu sein? Ich glaube schon, ja. Also wir sind wirklich zwei bodenständige Typen, die beide auf dem Dorf aufgewachsen sind und wir wissen auch, wo wir herkommen. Heißt auch nach The Voice, nach so einer Castingshow ist ja jetzt nicht so, dass du dann einen riesen Erfolg hast. Es geht ja meistens runter. Du hast auch nur ein paar Coversongs im Fernsehen gesungen und danach musst du dich eigentlich erstmal beweisen. Du bist ja danach jetzt kein Superstar und deine Songs laufen im Radio. So ist es ja nicht. Dementsprechend geht es nach unten. Wir waren in so einem Hype, sind danach so ein bisschen runtergefallen und wenn man das so ein bisschen durchlebt, glaube ich, dann weiß man eben, dann sollte der Erfolg irgendwann wirklich einsetzen. Dann weiß man eben das auch zu schätzen und hebt auch nicht ab. Und das war bei uns so. Und ich glaube, wir haben uns auch gegenseitig in diesen Jahren nach The Voice, das waren ja ganze 4 bis 6 Jahre, bis es bei Max dann auch wirklich geknallt hat, sage ich mal, mit 80 Millionen. Wir haben uns beide so gepusht, auch gegenseitig und wollten das so unbedingt. Und vielleicht ist das ein Mitgrund, warum es jetzt bei uns beiden auch funktioniert hat. Aber beschreib mal das Gefühl, weil keiner von uns, die wir nicht daran teilgenommen haben, kann das nachvollziehen. Man kommt als relativ unbekannter Musiker dahin, dann hat man einen riesen Hype und danach ist man da wieder raus aus der Blase und muss dann anfangen zu arbeiten. Wie fühlt sich dieser ganze Wahnsinnsritt an? Also dieser Hype ist natürlich nicht von 0 auf 100, also nach The Voice of Germany dann weg. Das geht natürlich schon so 1, 2 Jahre, aber man merkt schon jeden Monat, dass es so ein bisschen weniger wird. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist auch ganz natürlich nach so einem Hype. Ein Hype ist immer nur eine Momentaufnahme und irgendwann geht es dann natürlich runter. Aber das weiß man immer erst, wenn man das durchlebt hat. Eben, ne? aber da muss man natürlich auch schlau sein und das auch verstehen und sich dadurch nicht kaputt machen lassen. Und ich glaube, das war bei uns so, dass wir das auch verstanden haben. Und wir haben ja trotzdem weitergemacht. Aber ich glaube, bei vielen Leuten ist es nämlich das, wo dann einige sagen, auch schon nach 2, 3 Monaten, ich glaube, das wird hier nichts. Ich mache jetzt was anderes und gehe nicht mehr diesen Weg Musik und habe dieses Ziel, irgendwann mit der Musik wirklich großen Erfolg zu feiern. Aber wir haben immer weitergemacht, haben wahnsinnig viele Songs geschrieben, haben Alben veröffentlicht, haben immer unsere Tourneen gespielt, jedes Jahr haben viele Konzerte gespielt, haben sogar Straßenmusik irgendwann wieder gemacht, einfach weil wir Lust hatten, uns zu zeigen. Und dieser Antrieb, das ist das, was du brauchst. Und du brauchst natürlich auch so dieses künstlerische Bewusstsein dafür, dass du in der Lage bist, eben Songs zu schreiben und dass diese Songs auch nicht schlecht sind. Und da trennt sich so ein bisschen das Spreu vom Weizen, glaube ich, was jetzt eben die guten Sänger angeht in der Castingshow, die danach aber vielleicht eben nicht so in der Lage sind, eigene Musik zu schreiben und dann eben die wahren Künstler, sag ich jetzt mal so, die halt eben auch auf eigenen Beinen stehen können. Und wenn du das nicht hast, dann ist es natürlich nach so einer Castingshow gar nicht so einfach. Wie ist das, wenn man vor so vielen Menschen gestanden hat, danach wieder Straßenmusik zu machen? Das war irgendwie in Ordnung. Also es war jetzt nicht so, dass wir das machen mussten, um über die Runden zu kommen, aber wir haben uns gedacht, ey, lass das doch machen. Das ist irgendwie spaßig, das macht uns Laune und ist auch irgendwie eine schöne Message. Die Leute haben es natürlich trotzdem auch so ein bisschen erkannt und fanden das dann irgendwie auch ganz charmant, dass wir uns auch nicht zu schade sind, jetzt uns auf die Straße zu stellen. Und ich glaube, das würden wir auch heute immer noch machen, wenn jetzt irgendwie ein bisschen mehr Zeit da wäre. Stimmt es, dass es die Regel gab, du machst das nicht in dem Ort, in dem du wohnst? Weil dich da zu viele Leute kennen? So war das auf jeden Fall damals, dass ich bin ja in Flensburg zur Schule gegangen und habe dann trotzdem auch während meines Abis Straßenmusik gemacht, aber das habe ich zum Beispiel in Eckernförde gemacht, weil in Flensburg liefen halt dann meine ganzen Schulkameraden rum und das wäre mir, ich weiß gar nicht warum, so ein bisschen unangenehm gewesen. Gar nicht, weil ich mich dafür geschämt habe, Straßenmusik zu machen, sondern, weiß nicht, wenn deine besten Kumpel da vor dir so rumstehen und dann vielleicht irgendwie auch so Videos machen, das wäre, glaube ich, hätte mich so ein bisschen verunsichert. Und Geld in die Gitarrenkoffer schmeißen und so sowas. 1 Cent ja. oder sowas dann, ja. Kaugummis, ne? So, ja. Die brauchst du, ja. Das ist ja wie gesagt, ein auch emotionaler Ritt, den wir alle nicht nachvollziehen können, die wir das nicht selber gemacht haben. Ne? Du hast ein neues Album draußen, das heißt Highs and Lows. Sprichst du darin über die Aufs und Abs, die du seit den 13 Jahren, die du das jetzt machst, irgendwie erfahren hast?
Auf jeden Fall. Also es ist ein Album, das eben vom kompletten Leben handelt, mit all den Höhen und Tiefen. Natürlich ein absoluter Tiefpunkt war halt der Tod meines Vaters. Und ich glaube, dass du aus solchen Tiefpunkten viel lernen kannst. Und wenn es dich nicht zerreißt, dann gehst du irgendwann wirklich als starker Typ da raus. Und ich glaube auch, dass diese Tiefpunkte eben wichtig sind, um die guten Seiten des Lebens, die Höhepunkte auch wirklich wertschätzen zu können. Und vermutlich wäre das Leben auch ein bisschen langweilig, wenn es die ganze Zeit alles nur toll wäre. Es waren in den letzten 2 Jahren natürlich viele Höhepunkte und das Leben war wirklich sehr gut zu uns. Das heißt, man merkt auch durchaus, dass da ein paar positiv gestimmte Songs auf dem Album sind. Das Leben war auch gut, weil du Vater geworden bist. Genau. Also hast du durch all die Erfahrungen, durch den Erfolg, durch den Verlust, durch neues Leben in deinem Leben, wie würdest du sagen, hat sich die Perspektive darauf verändert? Was ist wichtig geworden und was unwichtig? Es sind, glaube ich, die kleinen Dinge des Lebens, die wichtig geworden sind. Und das besinge ich auch in All I Need zum Beispiel oder auch in Back to the Start. Auch alles so ein bisschen inspiriert durch meinen Kleinen, weil ich sehe ihn da rumkrabbeln oder mittlerweile schon laufen. Und da ist eine Leichtigkeit, da ist eine Fantasie, der schert sich nicht drum, was in unserer Gesellschaft gerade passiert. Und das ist natürlich schön irgendwie zu sehen, wie man auf die Welt kommt, ohne irgendwelche Vorurteile. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich gemerkt habe, man braucht jetzt auch keinen Riesenerfolg, um glücklich zu sein. Was ist denn All I Need? Was brauchst du denn? Wirklich da geht es ja wirklich so ein bisschen darum, diese kleinen Momente des Lebens, des Alltags auch zu genießen und nicht immer auf irgendwelche großen Ziele hinzuarbeiten. Sagen wir mal, es ist jetzt ein Urlaub, der in 4 Monaten ist und man wacht jeden Morgen auf und streicht einen Tag weg und denkt sich, boah, ich habe echt keinen Bock auf diesen Tag. Aber jetzt sind es nur noch 3 Monate und 28 Tage. Und ich glaube, das ist halt eigentlich schade, weil die Zeit ist viel zu kurz, die wir haben. Und gerade die kleinen Momente des Lebens, des Alltags sind es wert, auch gelebt zu werden und auch geliebt zu werden. Und wenn man irgendwie unglücklich ist im Leben und wirklich nur diesen großen Zielen hinterher rennt, dann sollte man vielleicht was ändern. Und das ist auch das, was ich merke. Ich brauche jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine goldene Schallplatte, die vielleicht in 5 Monaten auf mich wartet, sondern eigentlich ist das, was wirklich zählt, sind die kleinen Momente und das sind die gerade zu Hause passieren natürlich. Schön wäre es natürlich trotzdem mit der goldenen Schallplatte in 5 Monaten. Also ich würde dazu nicht Nein sagen. Aber du beschreibst ja was heute eher groß unterwegs ist, unter dem Wort Achtsamkeit. Ne? So ein bisschen mehr Bewusstsein haben für das, was eigentlich passiert im Leben und ein bisschen mehr sich selber klar zu machen, was man eigentlich braucht. Und das ist unfassbar schwer in der heutigen Zeit. Absolut. Und ich glaube, es geht uns allen so. Es ist so viel geworden. Also ich weiß es natürlich auch aus meiner Kindheit noch, da war alles anders, da gab es nur Festnetztelefon und da hat man sich verabredet und dann war das so und dann konnte man denjenigen aber auch nicht mehr erreichen, weil er draußen im Garten war oder irgendwo anders und das war's. Und jetzt also Handy, Social Media, immer erreichbar, Erfolgsdruck. Ich glaube, wir alle sind echt im Alltag so krass gestresst und das zehrt schon an den Kräften, finde ich. Und man ist nie wirklich irgendwo da. Ne? So, Ja. Wir sind immer mit einem Auge noch auf dem Handy und Genau. immer mit einem Ohr noch woanders und haben Angst, irgendwas zu verpassen und man ist nie wirklich da. Richtig. Ja, großes, spannendes Thema. Das eine ist, darüber zu reden, was man braucht, und das andere ist auch tatsächlich zu hören. Und bevor wir jetzt gleich zusammen All I Need spielen, denn ich darf ein bisschen mitklimpern. Darüber freue ich mich total. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass heute Abend das große Halbfinale von The Voice ist, um 20:15 Uhr hier in Sat.1. Michael Schulte, danke, dass du da bist. Danke, dass du so offen über alles sprichst. Gerne. Und vielen Dank, dass ich jetzt ein bisschen mitklimpern darf. Gerne. All I Need, Michael Schulte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Holst du die Gitarre? Ich hole die Gitarre. Guck mal hier, das ist auch mal ein Service. Siehst du mal. Perfekt, Dankeschön. All my life I've been chasing down a dream, but all the moments in between, yeah, that is all I need. Like the moon that pulls the tide, I've always had the sun side since I was born, yeah, I can feel it in my veins. I've been running just to see what this is all supposed to mean. I didn't know, but I had so much left to say. I will look back with no regrets. Here were the things I should have said. Do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get. Gotta believe that this is it. We're gonna live it like there is no other way. All my life I've been chasing down a dream, but all the moments in between, yeah, that is all that I need. All my life aiming for the finish line, I never really took the time, but that is all I need. That's all I need. That's all I need. That's all I ever. All my life I've been chasing down
just thinking on the next one, making sense of all the mess, but we forget these are the memories that we make. I guess what I'ma try to say is, will you stop a sec with me? I miss so much, so I won't let this slip away. I'll be back with no regrets, to the things I should have said. Do whatever matters to me every day. Cause if you don't ask, you don't get. Gotta believe that this is it. We're gonna live like there is no other way. All my life I've been chasing down a dream, but all the moments in between, yeah, that is all I need. All my life aiming for the finish line, I never really took the time, and that is all I need. That's all I need. That's all